Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Tom, wie geht es dir heute? Hallo Alice, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über Investitionen sprechen. Weißt du, was Investition bedeutet? Ja, das weiß ich. Eine Investition ist, wenn du dein Geld nutzt, um etwas zu kaufen, von dem du hoffst, dass es an Wert gewinnt. Zum Beispiel kannst du in Aktien, Immobilien oder ein Unternehmen investieren. Das stimmt. Ich bin sehr daran interessiert, mehr über Investitionen zu lernen. Ich möchte, dass mein Geld wächst. Ich möchte auch mehr über Investitionen lernen. Ich denke, es ist wichtig, Geld zu sparen und es für dich arbeiten zu lassen. Super, lass uns über einige einfache Möglichkeiten investieren zu sprechen. Ich habe ein paar Fragen. Kannst du mir helfen? Natürlich, Alice. Ich helfe dir gerne mit deinen Fragen zu Investitionen. Was ist eine Aktie? Eine Aktie ist ein kleiner Teil eines Unternehmens. Wenn du eine Aktie kaufst, besitzt du ein kleines Stück dieses Unternehmens. Wenn es dem Unternehmen gut geht, kann der Wert der Aktie steigen und du kannst sie für mehr Geld verkaufen. Das klingt interessant. Aber sind Aktien riskant? Ja, Aktien können riskant sein. Der Wert einer Aktie kann steigen und fallen. Manchmal kannst du viel Geld verdienen und manchmal kannst du Geld verlieren. Es ist wichtig, das Unternehmen zu recherchieren, bevor du investierst. Ich verstehe. Was ist mit Immobilien? Was ist das? Immobilien sind Eigentum wie Land oder ein Haus. Wenn du in Immobilien investierst, kaufst du ein Grundstück in der Hoffnung, dass dessen Wert im Laufe der Zeit steigt. Du kannst die Immobilie auch vermieten, um Geld zu verdienen. Ich finde die Idee von Immobilien gut. Es scheint stabiler zu sein als Aktien. Viele Menschen denken, dass Immobilien eine gute langfristige Investition sind, weil die Immobilienpreise in vielen Jahren tendenziell steigen. Aber es erfordert auch viel Geld, um ein Haus oder Land zu kaufen. Ja, ich habe jetzt nicht genug Geld, um ein Haus zu kaufen. Gibt es andere Möglichkeiten, mit weniger Geld zu investieren? Ja, es gibt andere Optionen. Zum Beispiel kannst du in Fonds investieren. Ein Fonds ist eine Gruppe von vielen Aktien und Anleihen. Wenn du in einen Fonds investierst, wird dein Geld auf viele verschiedene Investitionen verteilt, was das Risiko verringern kann. Das klingt gut. Ich mag die Idee, mein Geld zu streuen, um das Risiko zu reduzieren. Eine weitere Möglichkeit ist, in Anleihen zu investieren. Eine Anleihe ist wie ein Darlehen, das du einem Unternehmen oder der Regierung gibst. Sie zahlen dir Zinsen und nach ein paar Jahren bekommst du dein Geld zurück. Ich habe von Anleihen gehört. Sie scheinen sicherer zu sein als Aktien. Ja, Anleihen sind normalerweise weniger riskant als Aktien, bieten aber auch geringere Renditen. Es ist wichtig, die richtige Investition basierend auf deinen Zielen und deiner Risikobereitschaft zu wählen. Was ist Risikobereitschaft? Risikobereitschaft ist, wie viel Risiko du bereit bist einzugehen, wenn du investierst. Manche Menschen sind sehr vorsichtig und möchten kein Geld verlieren, während andere bereit sind, mehr Risiken einzugehen, um die Chance auf höhere Renditen zu haben. Ich denke, ich bin eher auf der vorsichtigen Seite. Ich möchte investieren, aber ich möchte mein Geld nicht verlieren. Das ist in Ordnung.
Du kannst sicherere Investitionen wie Anleihen oder Fonds wählen, wenn du eine niedrige Risikobereitschaft hast. Ich möchte mehr über Fonds lernen. Wie funktionieren sie? Fonds werden von Fachleuten verwaltet. Du gibst dein Geld in den Fonds und der Manager kauft verschiedene Aktien und Anleihen für dich. Das bedeutet, dass du nicht jedes Investment selbst auswählen musst. Das klingt einfach. Ich mag die Idee, einen Fachmann mein Geld verwalten zu lassen. Ja, Fonds sind eine gute Wahl für Anfänger, weil sie einfach sind und helfen, das Risiko zu reduzieren. Wie viel Geld brauche ich, um in Fonds zu investieren? Viele Fonds erlauben es dir, mit einem kleinen Betrag zu beginnen, manchmal schon ab 500 oder 1000 Euro. Das macht es neuen Investoren leicht, anzufangen. Ich habe nicht viel Geld, also ist das eine gute Nachricht. Ich kann ein wenig sparen und in einen Fonds investieren. Genau. Das Wichtigste ist, klein anzufangen und im Laufe der Zeit zu lernen. Ich habe von einem Altersvorsorgekonto gehört. Ist das eine Art Investition? Ja, ein Altersvorsorgekonto ist ein spezielles Konto, in das du Geld für deine Rente sparen kannst. In vielen Ländern kannst du in Aktien, Anleihen oder Fonds innerhalb eines Altersvorsorgekontos investieren und weniger Steuern auf deine Erträge zahlen. Das klingt sehr nützlich. Ich möchte Geld für meine Zukunft sparen. Ein Altersvorsorgekonto ist eine großartige Möglichkeit, langfristig zu investieren. Je früher du anfängst, desto mehr Zeit hat dein Geld zu wachsen. Ich möchte mehr über Steuern lernen. Muss ich Steuern auf meine Investitionserträge zahlen? Ja, in den meisten Fällen musst du Steuern auf das Geld zahlen, das du aus Investitionen verdienst. Zum Beispiel, wenn du eine Aktie für mehr verkaufst, als du bezahlt hast, musst du möglicherweise Kapitalertragssteuer zahlen. Aber Altersvorsorgekonten haben oft steuerliche Vorteile. Ich verstehe. Es ist wichtig, die Steuern zu verstehen, wenn man investiert. Ja, du solltest immer die steuerlichen Auswirkungen deiner Investitionen berücksichtigen. Es ist eine gute Idee, einen Finanzberater zu konsultieren, wenn du Fragen zu Steuern hast. Was ist ein Finanzberater? Ein Finanzberater ist ein Fachmann, der dir hilft, deine Investitionen zu planen und dein Geld zu verwalten. Sie können dir Ratschläge zu Aktien, Anleihen, Fonds und anderen Anlageoptionen geben. Ich denke, ich könnte einen Finanzberater brauchen, wenn ich mehr Geld zum Investieren habe. Das ist eine gute Idee. Ein Finanzberater kann dir helfen, informierte Entscheidungen zu treffen und einen Plan zu erstellen, der zu deinen Zielen passt. Ich möchte dich fragen, Tom, warum möchtest du investieren? Ich möchte investieren, weil ich mein Geld wachsen lassen und in Zukunft finanziell abgesichert sein möchte. Ich möchte auch genug Geld haben, um ein Haus zu kaufen, zu reisen und bequem in den Ruhestand zu gehen. Das sind gute Gründe. Ich möchte aus ähnlichen Gründen investieren. Ich möchte für meine Ausbildung, ein Auto und Reisen sparen. Investieren kann dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Es ist wichtig, klare Ziele zu setzen und die richtigen Investitionen auszuwählen, um sie zu erreichen. Ja, ich muss über meine Ziele nachdenken. Ich möchte für viele Dinge sparen, aber ich möchte auch sicher mit meinem Geld sein. Deshalb ist es wichtig, Risiko und Rendite auszubalancieren. Du kannst sicherere Investitionen für kurzfristige Ziele und riskantere Investitionen für langfristige Ziele wählen. Ich verstehe. Ich werde versuchen, meine Investitionen basierend auf meinen Zielen und meiner Risikobereitschaft auszubalancieren. Ich habe eine Frage an dich, Alice.
Wie planst du, mehr über Investieren zu lernen? Ich plane, Bücher zu lesen, Videos anzusehen und zuverlässige Websites über Finanzen und Investitionen zu besuchen. Ich möchte auch an einem kostenlosen Seminar über Investieren teilnehmen. Das ist ein großartiger Plan. Ich möchte mehr lernen, indem ich einen Online-Kurs mache und mit Menschen spreche, die investieren. Von anderen zu lernen ist sehr wichtig. Ich möchte auch meine Eltern nach ihren Investitionen fragen. Ja, mit Familie und Freunden zu sprechen kann dir helfen, mehr Wissen und Vertrauen beim Investieren zu gewinnen. Ich fühle, dass Investieren wie das Pflanzen eines Baumes ist. Du steckst ein wenig Geld hinein und wartest, bis es im Laufe der Zeit wächst. Ich mag diese Analogie. Investieren erfordert Geduld und sorgfältige Planung, genau wie die Pflege eines Baumes. Ich habe noch eine Frage. Wann sollte ich mit dem Investieren beginnen? Du solltest so früh wie möglich mit dem Investieren beginnen. Selbst wenn du nur einen kleinen Betrag hast, ist es besser, früh zu starten. Je früher du investierst, desto mehr Zeit hat dein Geld zu wachsen. Ich werde anfangen, sobald ich genug Geld gespart habe. Ich möchte jeden Monat ein wenig investieren. Das ist eine gute Strategie. Viele Menschen nutzen einen Plan namens Durchschnittskostenverfahren, bei dem sie regelmäßig einen festen Betrag investieren, egal wie der Markt sich entwickelt. Ich mag diese Idee. Es macht das Investieren weniger stressig. Ja, es hilft dir zu vermeiden, den Markt zu timen, was sehr schwierig ist. Ich fühle mich jetzt sicherer beim Investieren. Danke, dass du meine Fragen beantwortet hast, Tom. Gern geschehen, Alice. Ich teile gerne, was ich über Investitionen weiß. Ich denke, wir beide haben noch viel zu lernen, und das ist in Ordnung. Wir können zusammen lernen. Ja, ich stimme zu. Ich möchte weiter üben und mehr über verschiedene Investitionsmöglichkeiten lernen. Vielleicht können wir ein lokales Seminar oder einen Workshop über Investieren besuchen. So können wir neue Ideen lernen und andere Menschen treffen, die ebenfalls am Investieren interessiert sind. Das ist eine großartige Idee. Ich werde nach Informationen über kommende Seminare in unserer Gegend suchen. Ich helfe dir dabei. Wir können planen, gemeinsam zu gehen und Fragen zu stellen. Ich bin gespannt, mehr zu lernen. Ich fühle, dass Investieren ein wichtiger Teil unserer Zukunft ist. Ja, durch Investieren ergreifen wir Maßnahmen, um finanziell unabhängig und abgesichert zu sein. Ich möchte dich daran erinnern, dass Investieren immer mit einem gewissen Risiko verbunden ist. Es ist wichtig, deine Recherchen zu machen und kein Geld zu investieren, das du dir nicht leisten kannst zu verlieren. Das ist sehr wahr. Ich werde vorsichtig sein und sicherstellen, dass ich jede Investition verstehe, bevor ich eine Entscheidung treffe. Ich möchte auch ein Budget für meine Investitionen festlegen. Ich werde planen, wie viel Geld ich jeden Monat investieren kann, ohne meine täglichen Ausgaben zu beeinträchtigen. Das ist ein kluger Plan. Ein Budget wird dir helfen, auf Kurs zu bleiben und Überausgaben zu vermeiden. Ich habe heute so viel gelernt. Danke, Tom, dass du mit mir über Investitionen gesprochen hast. Gern geschehen, Alice. Ich habe unser Gespräch genossen. Ich fühle, dass wir beide jetzt besser über Investieren informiert sind. Ja, ich stimme zu. Ich bin sehr froh, dass wir über dieses wichtige Thema gesprochen haben. Ich freue mich darauf, mit dir mehr zu lernen. Vielleicht können wir beim nächsten Mal spezifische Investitionsmöglichkeiten, wie welche Aktien oder Fonds wir wählen sollten, besprechen. Das klingt nach einem guten Plan. Ich werde vor unserem nächsten Gespräch ein wenig recherchieren. Großartig!
Ich freue mich darauf, weitere Ideen zu teilen und gemeinsam zu lernen. Danke nochmals, Tom. Ich schätze deine Hilfe wirklich. Gern geschehen, Alice. Es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Ich bin froh, dass wir beide mehr über Investitionen lernen möchten. Lass uns in Kontakt bleiben und unsere Diskussionen fortsetzen. Ja, lass uns planen, uns nächste Woche wieder zu treffen, um mehr über unsere Investitionsideen und das, was wir gelernt haben, zu sprechen. Ich freue mich darauf. Hab einen schönen Tag, Alice. Danke, Tom, dir auch. Auf Wiedersehen für jetzt. Auf Wiedersehen, Alice. Investitionen. Investitionen. Investitionen sind wichtig für das Wachstum der Wirtschaft. Viele Menschen tätigen Investitionen in Immobilien. Unternehmen suchen nach neuen Investitionen, um zu expandieren. Aktien. Aktien. Die Aktien steigen im Wert. Viele Menschen investieren in Aktien. Aktien können ein gutes Einkommen bringen. Immobilien. Immobilien. Immobilien sind eine gute Investition. Viele Menschen kaufen Immobilien zur Miete. Die Preise für Immobilien steigen ständig. Unternehmen. Unternehmen. Das Unternehmen wächst schnell. Ich arbeite in einem großen Unternehmen. Das Unternehmen hat viele Mitarbeiter. Wert. Wert. Der Wert dieses Gemäldes ist hoch. Es ist wichtig, den Wert von Freundschaft zu erkennen. Der Wert der Aktie steigt jeden Tag. Renditen. Renditen. Die Renditen sind in diesem Jahr gestiegen. Viele Anleger interessieren sich für hohe Renditen. Renditen können von verschiedenen Faktoren abhängen. Risiko. Risiko. Das Risiko ist hoch. Wir müssen das Risiko einschätzen. Ein Risiko kann auch Chancen bieten. Anleihen. Anleihen. Anleihen sind eine Art von Investition. Viele Menschen kaufen Anleihen, um Geld zu verdienen. Die Zinsen auf Anleihen können variieren. Darlehen. Darlehen. Ein Darlehen hilft beim Kauf eines Autos. Ich habe ein Darlehen für mein Studium aufgenommen. Das Darlehen muss in 5 Jahren zurückgezahlt werden. Fonds. Fonds. Der Fonds wächst jedes Jahr. Wir investieren in einen neuen Fonds. Der Fonds ist für soziale Projekte gedacht. Altersvorsorgekonto. Altersvorsorgekonto. Ein Altersvorsorgekonto hilft beim Sparen für die Rente. Viele Menschen eröffnen ein Altersvorsorgekonto frühzeitig. Das Altersvorsorgekonto kann steuerliche Vorteile bieten. Steuern. Steuern. Ich muss meine Steuern bezahlen. Die Steuern sind gestiegen. Steuern helfen, die Infrastruktur zu finanzieren. Finanzberater. Finanzberater. Ein Finanzberater hilft bei Geldfragen. Ich habe einen Finanzberater konsultiert. Der Finanzberater gab mir gute Tipps. Zinsen. Zinsen. Die Zinsen sind gestiegen. Ich muss die Zinsen für mein Darlehen zahlen. Die Bank bietet hohe Zinsen auf das Sparbuch an. Kapitalertragssteuer.
Kapitalertragssteuer. Die Kapitalertragssteuer ist eine Steuer auf Gewinne. Viele Menschen müssen Kapitalertragssteuer auf ihre Investitionen zahlen. Die Höhe der Kapitalertragssteuer kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Ziele. Ziele. Ich habe viele Ziele im Leben. Es ist wichtig, klare Ziele zu setzen. Wir arbeiten hart, um unsere Ziele zu erreichen. Risikobereitschaft. Risikobereitschaft. Die Risikobereitschaft ist wichtig für Unternehmer. Eine hohe Risikobereitschaft kann zu großen Gewinnen führen. Manchmal muss man die Risikobereitschaft testen, um zu wachsen. Gespräche. Gespräche. Die Gespräche sind sehr interessant. Wir führen oft lange Gespräche. Gestern hatten wir ein wichtiges Gespräch. Seminar. Seminar. Das Seminar beginnt um 9 Uhr. Ich habe an einem interessanten Seminar teilgenommen. Das Seminar behandelt wichtige Themen der Forschung. Budget. Budget. Das Budget ist wichtig für unsere Planung. Wir müssen unser Budget sorgfältig überwachen. Das Budget für das Projekt wurde genehmigt. Was möchte Alice über Investitionen lernen? Was ist eine Anleihe laut Tom? Wie möchte Alice ihr Geld wachsen lassen? Was denkt Tom über Immobilien im Vergleich zu Aktien? Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.